beginnt mit einem magischen Ring und häkelt 3 Luftmaschen. Die 3 Luftmaschen ersetzen das erste Stäbchen. Danach häkelt ihr nochmal 2 Stäbchen. 1, 2 und 3 Luftmaschen. Danach geht es weiter mit weiteren 3 Stäbchen und 3 Luftmaschen. Eins, 2, 3, 3 Luftmaschen, 1, 2, 3, 3 Stäbchen, 1, 2, 3, 3 Luftmaschen, 1, 2, 3, 3 Stäbchen, 1, 2, 3 und zum Schluss nochmal 3 Stäbchen, 1, 2, 3 und eine Kettmasche in die dritte Luftmasche von Anfang der Runde, also 1, 2, 3. Eine Kettmasche. So, dann könnt ihr hier den Faden ziehen und ihr habt die erste Runde. Dann könnt ihr ganz einfach mit 3 Luftmaschen weitergehen und zusätzlich nochmal eine Luftmasche dazu häkeln, dass der Luftmaschenbogen sein wird von der Seite. Dann 3 Stäbchen, 1, 2, 3, für die Ecke 3 Luftmaschen, 1, 2, 3, in denselben Luftmaschenbogen nochmal 3 Stäbchen, 1, 2, 3, und jetzt habt ihr die Ecke, eine Luftmasche für die Seite, 3 Stäbchen in die Ecke, 1, 2, 3, 3 Luftmaschen für die Ecke, in denselben Luftmaschenbogen nochmal 3 Stäbchen, 1, 2, 3, genau, 1, 2, 3, 3 Luftmaschen, 1, 2, 3. Zwei, 3, eine Luftmasche, 1, 2, 3, für die Ecke 1, 2, 3 Luftmaschen und jetzt zum Schluss noch 2 Stäbchen, 1, 2, weil wir hier bereits schon 1, 2, 3 und dann zum Schluss eine Kettmasche in die dritte Luftmasche und die gilt dann als erstes Stäbchen der Runde. Jetzt hier 1, 2, 3 Stäbchen. Ist gut zu merken, hier haben wir jetzt einen Luftmaschenbogen, das ist das erste Stäbchen und jetzt häkeln wir hier nochmal 2 Stäbchen hinein und dann haben wir hier schon mal das erste Set, eine Luftmasche, ab in die Ecke, 3 Stäbchen, 1, 2, 3, 3 Luftmaschen, 1, 2, 3, 3 Stäbchen, 1, 2, 3, eine Luftmasche, weil wir
nicht in der Ecke sind. 3 Stäbchen, 1, 2, 2, 3, eine Luftmasche, ab in die Ecke, 1, 2, 3 Stäbchen, 3 Luftmaschen immer für die Ecke, 3 Stäbchen, 1, 2, 3, eine Luftmasche, 3 Stäbchen, 1, 2, 3, eine Luftmasche, 3 Stäbchen, 1, 2, 3, 3 Luftmaschen, 1, 2, 3, wir sind bei in der Ecke, 3 Stäbchen, 1, 2, 3, mein Faden hängt, so, eine Luftmasche, 3 Stäbchen, 1, 2, 3, eine Luftmasche, ab in die Ecke, 3 Stäbchen, 1, 2, 3, 3 Luftmaschen, 1, 2, 3, 3 Stäbchen, 1, 2, 3 und zum Schluss eine Luftmasche und am 2, 3 in die dritte Luftmasche eine Kettmasche häkeln. Und die dritte Runde ist beendet. Ja, und so könnt ihr dann weiter häkeln. Ihr könnt auch mit Farbwechseln arbeiten. Ihr könnt es größer machen, kleiner machen, so wie ihr es gern möchtet. Ihr könnt auch hier zum Beispiel eine Kettmasche, wenn es euch stört, jetzt hier könnt ihr auch zum Beispiel für die Optik eine Kettmasche in den Luftmaschenbogen machen. Dann habt ihr hier den Abstand nicht so.